Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ja, und auch heute kommen wie gestern die News Schlag auf Schlag, also kurz nacheinander. Jetzt geht es wieder um den Fall von Valeria aus Döbeln. Und der gesuchte André, der Ex-Freund der Mutter von Valeria, ist in der tschechischen Hauptstadt Prag festgenommen worden. So haben es heute Nachmittag die Chemnitzer Polizei und Staatsanwaltschaft berichtet. Die Oberstaatsanwältin Ingrid Burkhardt sagte, der moldawische Staatsangehörige ist dringend Tatverdächtige, das 9-jährige Mädchen aus Döbeln gewaltsam zu Tode gebracht zu haben. Er wurde heute bereits um 10:15 Uhr vormittags festgenommen. Und zwar, als er sich in einem Restaurant in Prag aufgehalten hat. Der Moldawier ist zuvor per nationalem und europäischem Haftbefehl gesucht worden. Derzeit ist er in Tschechien in Gewahrsam und soll schnell nach Deutschland überstellt werden, heißt es. Und weitergehende Auskünfte würden zunächst nicht erteilt. Also ich denke mir mal, vor nächster Woche werden wir da keine weiteren Informationen bekommen. Vielleicht ein paar Informationen am Rande, aber die richtig interessanten Informationen werden etwas auf sich warten lassen. Nur noch mal ganz kurz, wer nicht weiß, um welchen Fall es sich handelt. Valeria war am Morgen des 3. Juni auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. Und nach tagelanger Suche wurde sie am Dienstag dieser Woche in einem Wald bei Döbeln tot aufgefunden. Sie wurde laut Polizei Opfer eines Verbrechens, nach ersten Untersuchungsergebnissen aber nicht sexuell missbraucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags. Also gibt es anscheinend zunächst einmal keine Anhaltspunkte für einen Mord. Ein Anhaltspunkt für Mord wäre es gewesen, wenn es eine Sexualstraftat wäre. Dann wäre die Tötung nämlich eine Verdeckung dieser Tat und dann hätte das Mordmerkmal Verdeckung einer anderen Straftat Bestand. Das sind dann erst einmal die neuen brandaktuellen Informationen im Fall von Valeria. Dann bin ich aktuell noch mit dem Fall der ermordeten 21-jährigen Matje aus Nibel beschäftigt. Da wurde ja gestern ein Tatverdächtiger festgenommen und seitdem stocken wieder ein bisschen die Informationen. Also heute kam nicht wirklich viel rein. Es gibt in einigen Artikeln so ein paar kleine Informationen, aber bisher noch nicht so richtig Großartiges. Aber trotzdem werde ich zumindest morgen, auch wenn keine weiteren Informationen auftauchen, diese kleineren Informationen einmal zusammenfassen. Dann hatte ich gestern noch Kontakt mit einer Zuschauerin, die dort in der Gegend wohnt und die Matje auch vom Sehen her zumindest kennt. Die hat mir ein paar Informationen zu der Sicherheit in diesem Wald am Marschseepark gegeben. Das taucht ja immer wieder in den Medien auf, dass es dort wohl sehr unsicher sein soll. Ja, und ansonsten hat sie auch noch einige andere interessante Dinge zu berichten gehabt und wie schon gesagt, sie kannte Matje vom Sehen her und hat auch einige Punkte noch beschrieben aus den Wochen vorher. Aber dazu kommen wir morgen. Im Fall von Valeria bin ich jetzt mal gespannt, ob dieser festgenommene André jetzt tatsächlich der Täter ist. Wie ihr wisst, werdet ihr umgehend von mir informiert, sobald es etwas Neues in diesen beiden Fällen gibt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.